Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Themen, die wir heute für euch vorbereitet haben, nachdem wir letztes Wochenende unser Helsinki-Event hatten, was relativ saunalastig war. Dreimal Sauna und 3 verschiedene Arten von Sauna. Geht es heute für mich nach Korea, ich fliege nach Seoul. Deshalb aus der Lounge eine kurze Ausgabe, 3 Themen, relativ schnell zusammengefasst. 747-8er, 2 Stück werden an Lufthansa verkauft. Eine 747-8er, die Lufthansa nicht übernommen hat, geht in Dienst bei den Ägyptern als VIP-Jet. Und wir haben als drittes Thema OneWorld-Zugang, Hawaiian Airlines. Die haben das Thema, dass sie bald OneWorld werden oder so ähnlich. Also ihr denkt dran, auf jeden Fall den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren, kommt aufs Cool, dann reden wir die Themen durch. Ja, Thema 1. Flottenstrategie. Lufthansa verkauft also 2 Boeing 747-8er und 2 747-400er. Die Lufthansa plant also die Verkleinerung beider 747-Teilflotten. Und aktuell hat man ja 8 747-400 und 19 747-8er, sollten ja eigentlich 20 sein. Werden wir gleich darauf eingehen, warum es nur A19 sind. Hintergrund ist laut Lufthansa die Modernisierung der Flotte, insbesondere das Thema 4-motorige Flugzeuge. Also 747 will man loswerden, auch die 340-600er. Lufthansa spricht von einem fortgesetzten Rollover, also im Prinzip einfach nur, dass man Maschinen, die im Bestand sind, ausflottet und dann durch neue Maschinen ersetzt. Und konkret werden die Yankee Delta, das ist aus dem Jahr 2012, und die Yankee Golf aus dem Jahr 2013 verkauft, verlassen also 2026 die Flotte. Offiziell wird es nicht gesagt, wer es gekauft hat. Es wird auch über keinen Preis gesprochen. Aber was man weiß, ist, dass es wohl nach Amerika ist, dass die US-Regierung diese 747-8er möchte. Der genaue Zweck bleibt offen. Lufthansa nennt da also gar nichts. Aber Tongskes ist natürlich, dass man dort für die US-Regierung das braucht. Die neue Air Force One-Flugzeuge basieren ja auf der 747-8. Es gibt Berichte über Verzögerungen bis Mitte 2028. Zudem läuft ein Projekt mit dem Nachfolger für die E4B Nightwatch. Das ist halt im Prinzip, Doomsday ist auch so ein Begriff, das man für das Flugzeug verwendet. Heißt also das Flugzeug, was fliegende Nuklearkommandostände sind. Die sind ebenfalls auf der Basis der 747-8er, aber die kommen, glaube ich, von der koreanischen 747-8er, die man von Korean Air hat. Passt also, wenn ich nach Korea fliege. Spannend ist auch, warum werden die jetzt verkauft? Ja, weil die 747-8er im Moment noch Geld bringen. Das heißt, also die Maschinen, die Lufthansa ausflottet, die 4-strahligen 340-600er, die werden halt gar nicht mehr irgendwo benutzt, weil die sind halt komplett ausgelutscht. Aber die 747-8er sind noch in einem Zustand, wo man merklich Geld für bekommt. Und der Lufthansa-Sprecher sagt, im Rahmen der Strategie der Lufthansa Group zur Modernisierung der Flotte prüfen wir kontinuierliche Möglichkeiten für eine Vorzeigeerneuerung unserer Flotte. Heißt also im Prinzip, dass man da dann das Ganze ersetzt durch 350-900er oder vielleicht sogar durch die 777X. Ist das ein sinnvoller Modernisierungsschritt oder fehlt Lufthansa damit zu früh die 747-8er Kapazitäten aus eurer Sicht? Da könnt ihr ja was zu sagen, wenn ihr wollt. Das nächste Thema ist auch ein ehemaliges Lufthansa-Flugzeug, was aber dann nicht Lufthansa-Flugzeug wurde, weil das Flugzeug wurde von Lufthansa, ja man kann es sagen, verschmäht. Da gab es keine Liebe. Das Flugzeug war ja jahrzehntelang fast auf einem Abschiebebahnhof. Man dachte auch, dass das Ding irgendwie dann Kopf kürzer gemacht wird. Aber die Maschine mit der Produktionsnummer 37826, Werksnummer 1435, ist halt in der Flugabprobung stärker benutzt worden, als es vereinbart war. Und da hat Lufthansa gesagt, nö, dann wollen wir die Bude nicht mehr. Und damit ist das Thema durch. Und das Flugzeug war von 2014 bis 2021 an mehreren Orten in den USA abgestellt. Einmal im Pinal Air Park in Arizona, dann in Lackland, das ist eine Air Force Base in Texas, dann Victorville in der Mojave-Wüste in Kalifornien. Und dann Anfang 2021 haben sich die Ägypter das als VIP-Maschine für die Regierung gesichert. Und das Flugzeug ist für den ägyptischen Präsidenten und seine Entourage. Dann passiert ja seit 2021 die Wiederbelebung und im November kam die Maschine noch erkennbar in den Lufthansa-Grundfarben, wir erinnern uns, zur Technik nach Hamburg. Die wandelt ja die Flugzeuge nicht um, sondern veredelt sie auch zu diesen VIP-Jets. Und die wurde die 747 nach Wunsch der Auftraggeber quasi einmal von innen nach außen, außen nach innen gekrempelt. Und dann gab es eine Lackierung. Da war in Shannon die Lackierung dran gebracht worden. Und dann gab es Testflüge
zuletzt am 4. Dezember und am 11. Dezember Abflug Hamburg. Und dann ist das Ding nach 4 Stunden 30 in Kairo gelandet als Sierra Uniform Echo Golf Yankee. Ja, interessant ist, dass das vom hässlichen Entlein, was es ja war, weil man im Prinzip die Lufthansa-Grundfarben gesehen hat, noch mit dem, also man wusste, dass es halt die Lufthansa-Lackierung ist, obwohl da keine Lufthansa-Zeichen dran waren, ist es halt zum hübschen Flieger geworden, wie ich finde. Und von Lufthansa wurde der Flieger ja halt einmal verschmäht und jetzt ist es in Kairo zu neuem Leben erblüht. Ja, was sagt euch die Story? Ist Lufthansa Technik eigentlich Gewinner mit dem VIP-Umbau oder ist das ein verpasster Lufthansa-Asset, der später eventuell hätte wertvoll werden können, wenn wir 20 747 gehabt hätten? Als letztes Thema haben wir Hawaiian Airlines. Die sind ja zusammengegangen mit den Freunden von Alaska. Mit dem neuen Atmos-Programm ist ja das gemeinsame Vielfliegerprogramm auch gemacht worden. Ich habe zum Beispiel die neue Summit Atmos-Kreditkarte in den USA mir geholt. Nachdem die Fusion halt jetzt läuft, ist es so, dass man nicht in der OneWorld ist, aber man möchte am 22. April 2026 in die OneWorld eintreten. Auch cool, oder? Der aktuelle Zustand laut den ganzen Programmen, wenn man sich das anguckt, ist, dass die Elite-Benefits mit dem neuen kombinierten Programm Atmos funktionieren halt teilweise. Die OneWorld Elite-Mitglieder profitieren auf Hawaiian bislang nicht wie erwartet, jedoch kein voller Allianz-Standard. Im Oktober bestätigte ja Allianz Loyalty VIP von Alaska, dass man in die Allianz geht und sagte auch, dass Hawaiian on track ist für Frühling 2026. Und weder Alaska noch Hawaiian hätten halt dieses Datum 22. April wirklich bestätigt, aber es ist halt Patchwork. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Würdet ihr jetzt schon Hawaiian-Trips planen, strategisch, oder sagt ihr, nee, mit Hawaiian will ich nichts zu tun haben, weil sie nicht in der OneWorld drin sind? Da bin ich mal gespannt, was ihr sagt, wie eure Meinung ist. Ihr könnt ja wie immer den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen. Denkt dran, ihr habt eine kurze Sendung, weil ich jetzt wieder losrennen muss. Und dann komme ich aus Südkorea, quasi aus Seoul. Also, bis dann, viel Spaß, ciao, ciao. Und jetzt versuche ich noch schnell einen Upload zu machen. Ich habe 15 Minuten, also wird alles eng.